Und wenn wir etwas manifestieren wollen, dann ist ja der erste Schritt, dass wir uns für etwas entscheiden. Also wenn wir bewusst etwas manifestieren, dass wir uns für etwas entscheiden, was wir wollen. Und nur schon diese Entscheidung für das, was wir wollen, nur schon das hat eine Energie. Und das ist eben die Energie oder das Gefühl, was hinter unserem Wunsch ist. Und diese Energie, die geht beim Manifestieren ja auch, also hat sie auch eine Wirkung. Und manchmal braucht es auch eine gewisse Zeit, bis man versteht, welche Energie ist hinter dem Wunsch oder hinter dem, was ich da will. Und manchmal hat das auch mehrere Ebenen. Und wenn einem das bewusst ist, dann entweder man findet das gut oder man ändert es, wenn man merkt, dass das irgendwie nicht das ist, was man will. Und manchmal manifestieren sich gewisse Dinge nicht, weil unsere Seele dem nicht zustimmt, weil sie einfach sieht, eigentlich würde es um was anderes gehen. Und dann merken wir vielleicht im Nachhinein, dass es ganz gut war, dass es nicht so kam, wie wir uns das damals gewünscht hatten. Und weil wir vielleicht nicht immer spüren, ob das mit unserer Seele übereinstimmt oder nicht, dann können wir einfach schauen, was ist die Energie hinter meinem Wunsch. Und dann merken wir ja auch mehr, von welcher Ebene kommt das, mit was hat das eigentlich zu tun. Und wenn das etwas ist, was wirklich aus einer tieferen Ebene kommt, was zu uns passt, dann ist ja alles gut. Und wenn wir merken, wir haben den Wunsch nur, weil wir das von anderen übernommen haben oder weil wir ein inneres Loch haben, was wir damit füllen wollen, dann können wir das ändern, weil ein inneres Loch, das können wir nie füllen mit etwas von außen. Und wenn wir einen Wunsch haben, weil wir die Vorstellungen von anderen übernommen haben, dann, also wenn wir das gemerkt haben, dann können wir uns ja fragen, was man selbst will. Weil man hat dann ja gemerkt, ach so, das ist das von jemand anderem. Und was will ich denn überhaupt? Also man kann einfach anders mit den Wünschen umgehen, wenn man weiß, woher sie kommen. Und es gibt sicher noch ganz andere Gründe, die hinter einem Wunsch sind. Ich zähle ja nicht alle auf. Einfach das, was mir gerade in den Sinn kommt. Und das ist ja sowieso nicht vollständig. Also muss ja immer jeder selber schauen, was das jetzt bei ihm ist. Und vielleicht sind es auch mehrere Dinge. Es sind ja nur so Ideen.
Und dass man einfach darauf vertraut, dass man, wenn man das will, dass man seinem Seelenweg folgt, auch wenn man nicht weiß, wie der aussieht. Aber solange man seinem Herzen folgt, wird man von seiner Seele geführt. Und selbst wenn man mal das Gefühl hat, da konnte man nicht auf sein Herz hören, dann ist man ja nicht verloren. Dann macht man das einfach das nächste Mal. Und auch die physischen Dinge, die wir tun, also das ist ja auch eine Art von Manifestation. Weil wir haben ja auch Gedanken und Gefühle gehabt, und wegen denen haben wir dann physisch so und so irgendwas gemacht oder uns für was entschieden. Also es fängt alles bei den Gedanken und den Gefühlen an. Und bei denen, die uns bewusst sind und auch die, von denen wir gar nichts wissen. Und wir können auch nicht alles gleichzeitig wissen. Das ist ja meistens so, dass das so Schritt für Schritt ist. Weil immer wenn uns etwas Unbewusstes bewusst wird, dann hat es ja mit unserer Entscheidung zu tun, also wie wir damit umgehen wollen, in welche Richtung unsere Schwingung geht und unsere Resonanz. Und wenn sich unsere Schwingung verändert, dann muss sich ja unser Energiesystem und unser Körper auch daran anpassen. Und darum ist es manchmal ganz gut, wenn es so schrittweise ist, damit man auch nicht überfordert ist damit. Und auch die Tiere haben ja eine Schwingung und eine Resonanz. Also das haben ja nicht nur wir Menschen. Aber jeder geht halt anders damit um. Und wenn man das bewusst weiß, kann man auch bewusster schauen, was man für eine Schwingung und eine Resonanz haben möchte. Und beim Manifestieren, also da gibt es ja schon viele Leute, die dann denken, sie wollen ein großes Haus oder weiß auch nicht, halt solche Dinge. Und aber ich finde beim Manifestieren, also man kann schon sich auch so physische Dinge manifestieren, aber es geht ja nicht nur um das. Es geht ja einfach auch einfach um die Energie. Also was will man für ein Gefühl zum Leben oder zu sich selbst? Es geht ja auch um das. Also das ist viel mehr als nur etwas Physisches manifestieren. Die meisten Menschen, weil sie halt so aufgewachsen sind, dass es nur um die physische Ebene geht, denken dann auch nur an die physische Ebene beim Manifestieren. Aber es gibt ja auch noch ganz anderes.
wo es dann einfach um die Energie und das Gefühl geht, was man selber hat. Und das hat dann auch eine Wirkung auf das Physische. Und ich finde fast, dass dieses Gefühl wichtiger, als dass man sich physisch was manifestiert. Weil wenn das Gefühl positiv ist, dann hat das immer auch eine Wirkung auf das Physische. Auch wenn da jeder selber schauen muss, was für ihn am besten passt und was für ihn am wichtigsten ist. Und viele Menschen, die, wenn es zum Beispiel um Fülle geht, dann denken viele Menschen nur an Geld, dass sie genug Geld haben. Und Geld ist ja nichts Negatives. Also man darf viel Geld haben. Und wäre natürlich gut, wenn man auch was Gutes damit macht. Das tun ja auch nicht alle Menschen. Aber Fülle ist ja viel mehr als nur Geld. Das ist ja auch einfach auch ein Gefühl und dass man Zeit für die Dinge hat, die einem wichtig sind, dass man Liebe im Leben hat. Und wenn man manifestiert, weil man genug Geld haben möchte, dann, dass man dann zum Beispiel sich wie überlegt, was ist das Gefühl, was ich brauche, damit ich das anziehe. Und das ist eigentlich Fülle. Und diese innere Fülle, die hat ja ganz viele verschiedene Ebenen. Also, dass man wie, wenn man sich physisch etwas manifestiert, sich wie überlegt, was ist das innere Gefühl, was ich dafür brauche. Und das ist eigentlich das, um was es ja am Ende geht. Und das Physische im Außen, das kommt dann ja automatisch, wenn man dieses Gefühl hat.